Hallo und herzlich willkommen wieder bei TLM Thorsten und Linus Modellbahn. Ich bin Thorsten und Linus, mein Co-Pilot, wie beim letzten Mal schon besprochen, der Sitz bleibt leer, aber er agiert im Hintergrund. Heute möchten wir euch ganz gerne vorstellen, wie es bei uns unter der Modellbahnanlage aussieht. Wir hatten euch ja schon beim letzten Mal vorgestellt, wie es von oben aussieht und was wir alles noch planen. Und heute geht es wirklich maßgeblich um das Thema Technik. Daher möchten wir euch ganz gerne einen Einblick geben, wie wir bestimmte Sachen machen, wie es unter unserer Anlage aussieht, wie das technisch so halbwegs funktioniert. Wir wollen euch nicht überfordern, wir wollen andere nicht langweilen, die es vielleicht wissen, aber wir möchten euch einfach sagen, warum wir vielleicht bestimmte Sachen gemacht haben und möchten euch einfach mitnehmen auf diese Reise. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht es dann weiter. So, bevor wir uns jetzt gleich unter die Anlage begeben, vielleicht noch ein, zwei einleitende Worte zum ganzen Thema Konzeption dieser Anlage. Wie gesagt, wir fahren digital, das heißt, wir regeln nicht einzeln mit dem Trafo, sondern wir haben eine digitale Anlage, die automatisiert auch irgendwann fahren soll. Dafür benötigen wir natürlich auch Komponenten. Da sehen wir hinten die Easy Control oder Master Control von TAMS. Das ist die Schnittstelle zwischen dem Steuerungscomputer mit WinDigipad, sehen wir hier, und der eigentlichen Anlage. So, damit das alles miteinander funktioniert, muss das alles miteinander verkabelt und verdrahtet werden und muss miteinander bekannt gemacht werden. Dafür haben wir unter der Anlage, und deswegen kommen wir gleich zu, zentrale Komponenten, wie zum Beispiel die ganze Spannungsversorgung für die Anlage. Und wir haben dezentrale Komponenten, wie die einzelnen Decoder für die Weichenantriebe oder aber auch für die Lichtsignale. Alles das gucken wir uns jetzt gleich unten an und ich hoffe, ihr bleibt gleich dabei. Okay. So, da ich euch jetzt mal zeigen wollte, wie das alles von unten aussieht und bevor ich jetzt mit euch darunter krieche unter die Platte, versuche ich erstmal hier so eine Weitwinkelperspektive zu machen. Und zwar habe ich da jetzt einen Kamerawagen gebaut. Da sieht man, da ist unser Unterflurrollator, ein bisschen Licht drauf. Und jetzt stelle ich euch einfach mal hier drauf und dann sehen wir mal, dass ich euch hier jetzt einfach unter der Anlage mal herschiebe. So, dann machen wir das einfach mal. Muss ich ein bisschen vorsichtig und langsam machen. So, dann fangen wir hier einfach mal an. Und das, was wir natürlich sehen, ist, dass wir hier schon eine ganze Menge an Verdrahtung unter der Anlage haben. Wir speisen sämtliche Gleisspannungen zum Beispiel in einem 1 Meter Abstand immer wieder ein. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir Verluste vermeiden wollen, die sich über die Übergänge des C-Gleises ergeben. Und dementsprechend speisen wir das dann zwischendurch immer wieder ein. Deswegen führen wir die Gleichspannungsleitung quasi auch als Ringleitung hier lang. So, jetzt ziehe ich euch erstmal wieder hier so ein Stückchen zurück. Das kann man dann vielleicht hier alles sehr schön sehen. Wir sind hier immer noch unter der Nebenbahn, unter dem Nebenbahnmodul, was ja auch einen Schattenbahnhof enthält. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, und jetzt ziehe ich euch mal hier so in diese Richtung, in diese Seite rein, dann kommen wir unter dieses Zwischenmodul. Ja, also den Übergang zwischen unserer Nebenbahn und der Hauptbahn. Und jetzt gehen wir hier mal ein Stückchen weiter. Jetzt kommen wir hier unter die Hauptstrecke. Und ich hoffe, das passt vom Licht auch alles. Jetzt muss ich einmal gucken, dass ich hier, das ist nämlich Baustelle. Und da ist natürlich auch Teppich unterlegt. So, hier sehen wir schon, hier haben wir schon auch einiges fertiggestellt. Wir haben die Verdrahtung hier schon soweit fertig. Hier sind schon viele der Decoder sind hier schon angeschlossen für die Weichen, für die Rückmeldung und so weiter. Je weiter wir natürlich an die Oberseite des Us herankommen, und da gehe ich jetzt hier mal so ein Stückchen weiter, sehen wir also schon, da hängen noch eine ganze Menge Leitungen runter, da ist noch nicht alles angeschlossen, hauptsächlich sind das Rückmeldeleitungen, die wir jetzt hier gerade sehen. Ich ziehe euch jetzt hier mal so ein Stückchen zurück, hier lang, so, und da sieht man dann
dass da doch eine ganze Menge, jetzt muss ich mal eben die Leitung wegnehmen, sonst haben wir gleich den Salat, dass hier noch eine ganze Menge zu tun ist. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier nichts umreiße, wenn hier die Leitungen, die sind nämlich alle noch nicht richtig fest und nicht, dass wir das gleiche verheddeln. Das wäre unschön. So, und da sieht man, jetzt kommen wir weiter hier in den Bereich Bahnhof, Schattenbahnhof. Und da ist noch ganz schön viel zu tun. Ne? Man sieht, hier ist auch schon noch alles offen. Und ja, da haben wir noch eine ganze Menge an Arbeit drin. Aber es soll ja auch nicht langweilig werden. So, ich hoffe, das war jetzt erstmal so ein kurzer Einblick. Ich ziehe euch jetzt erstmal wieder hier raus. Und dann machen wir gleich den Abstecher mit Personal unter die Platte. Das heißt, nicht nur ihr und der Rollwagen, sondern auch ich werde dabei sein. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir jetzt unter der Anlage angekommen. Damit das nicht immer so wackelt, habe ich euch jetzt aufs Stativ gestellt. Aber keine Angst, ich bin tatsächlich mit hier unten. Ich zeige mal die Hand. Hier bin ich wirklich. Also das, was wir jetzt hier als erstes sehen, ist unsere zentrale Spannungsversorgungseinheit. Ich gehe jetzt mal ein klein wenig näher ran, damit wir das auch etwas besser sehen. Und da sehen wir nämlich hier eine ganze Menge an Transformatoren, nämlich 6 an der Zahl. Davon sind 3 für Gleisspannung, einer für Decoderversorgung und 2 für weitere Themen. Die erläutere ich gleich nochmal, wenn ich oben auf meinem Höckerchen sitze. Da ist das etwas einfacher zu erklären und dann kann ich vielleicht auch noch ein kleines Schaltbild kurz zeigen. Dann wird das vielleicht auch deutlicher. Gleiches gilt natürlich, und da knicke ich das mal so ein bisschen nach oben hier. Wir sehen hier oben, gehen wir hier etwas näher ran, zack, so. Wir sehen da oben 4 Booster. Das sind die 3 schwarzen auf der rechten Seite und der eine hier noch in der, das war mein Kopf, hat man gemerkt. Dieser hier, das ist der Booster. Hier sind wir schon bei den Rückmeldemodulen. Also wir reden jetzt erstmal über die Booster. Wir haben 4 Booster, auch hier. Warum machen wir das, würde ich auch gleich gerne nochmal separat erläutern. Nur so viel vorab. Wir teilen wir haben die Anlage segmentiert in einzelne Bereiche und dafür haben wir dann entsprechend einzelne Booster, die uns mit Digitalstrom versorgen. Aber wie gesagt, die Details erkläre ich euch gleich gerne noch oben am Rechner. So, ich wollte euch ein bisschen was erklären, warum wir die Anlage so in Abschnitte aufgeteilt haben, wie wir das gemacht haben. Ich habe euch gerade gezeigt, unten wir haben 6 Transformatoren, 4 Booster unter der Anlage. Der Punkt ist da relativ simpel zu erklären. Bei einer Anlage dieser Größe, wir haben hier rund 8 Quadratmeter mit 2 Schattenbahnhöfen und so weiter und so fort. Die Booster, die wir unter der Anlage gesehen haben, die haben einen maximalen Strom von 2,5 bis 3 Ampere. Wenn man davon ausgeht, dass eine Lokomotive, wenn sie fährt, mit ein paar Waggons hinten dran, weiß ich nicht, vielleicht 0,8 Ampere, vielleicht je nach Bauart vielleicht auch 1 Ampere benötigt. Wenn man sich überlegt, dass jetzt vielleicht Waggons noch mit Beleuchtung versehen sind und so weiter und so fort, dann kommt man dann irgendwie vielleicht irgendwo bei einem Ampere für einen fahrenden Zug raus. Wenn ich sage, ich habe 2,5 Ampere oder 3 zur Verfügung, kann ich mir vorstellen, oder ist es relativ einfach zu erklären, dass ich sage, ich kann maximal auf einem Abschnitt in meiner Anlage oder auf meiner Anlage insgesamt, wenn ich nur einen Booster habe, maximal 3 Züge gleichzeitig fahren lassen. Daher bei dieser Anlagengröße der Ansatz zu sagen, okay, wir teilen das auf. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gesagt, wir haben einen Trafo und einen Booster für die Nebenbahn. Wir haben einen weiteren Trafo und einen Booster für die Hauptstrecke und den Bahnhof auf der Hauptstreckenseite. Und wir haben einen weiteren Booster, den wir für die Schattenbahnhöfe verwenden. Das heißt für Schattenbahnhof unter der Nebenbahn sowie Schattenbahnhof unter der Hauptbahn. Damit haben wir das Ganze ein klein wenig aufgeteilt. Wir sind dort in der Situation, dass wir
voraussichtlich nicht in Probleme geraten. Testfahrten haben auch gezeigt, dass das alles problemlos funktioniert und ausreicht. Also von daher nur für euch zur Erklärung, warum haben wir eine solche Aufteilung gemacht. Was jetzt natürlich noch fehlt, ich habe jetzt die 3 Booster für den Gleisstrom erklärt. Der 4. Booster und der 4. Trafo, den wir dort haben, der ist dafür vorgesehen, dass wir die gesamten Decoder, die wir unter der Anlage haben, heißt also für die Ansteuerung der Weichenantriebe, für die Lichtsignale, für die Schrankenanlage und so weiter und so fort. Auch diese Decoder, hatte ich ja kurz erwähnt, brauchen auch Digitalstrom neben einem normalen Wechselstrom, den sie noch zusätzlich bekommen. Und für diese Decoder haben wir den 4. Booster bzw. den 4. Transformator. Die anderen beiden Transformatoren, sind wir auch wieder bei dem Thema. Ein Transformator ist dafür da, den Wechselstrom für diese Decoder zur Verfügung zu stellen. Also nicht den Digitalstrom, sondern den reinen Versorgungswechselstrom. Und der letzte Trafo ist dafür da, die gesamte Beleuchtung der Anlage sicherzustellen. Heißt also, ob wir jetzt Weichenlaternen haben, ob wir Gebäudebeleuchtung haben, das wird alles separat von einem Trafo versorgt. Und damit das alles vernünftig funktioniert, hatte ich ja auch gesagt, ich möchte das ganz gerne hier über das Programm steuern und auch zurückmelden, was ist da jetzt gerade passiert und was passiert nicht. Und das zeige ich euch dann auch gleich noch mal kurz. So, hier vielleicht jetzt noch 1 oder 2 Worte zum Thema Booster, gerade unter der Anlage gesehen. Dieser hat jetzt hier zum Beispiel 3 Ampere, von der Firma Thams ist der, glaube ich, genau. Der hat 3 Ampere, da sehen wir hier, der hat hier den großen Kühlkörper drauf, ne, da ist die Leistungselektronik dran. Und wir haben hier vorne entsprechend Anschlüsse und hier haben wir noch eine LED und ganz viele kleinere Anschlüsse. Das heißt also, hier kommt dann dieses Steuerkabel dran und dieses Steuerkabel geht in die Zentrale und damit wird der Booster hier angesteuert, heißt also aktiv geschaltet oder inaktiv geschaltet. Und was wir hier sehen, ist dann halt einfach, dass wir hier Anschlussklemmen haben für den Trafo, für die Wechselspannung aus dem Trafo. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Ausgangsspannung, heißt also die Digitalspannung, die wir dann ans Gleis legen. Ja, so sieht so ein Ding aus, mal aus der Nähe. Für diejenigen, die es so noch nicht kennen, keine Raketentechnik, aber braucht man halt, sonst fährt da nichts. Ja. So, schauen wir hier mal weiter auf dieser Platte. Da sehen wir hier neben dem Trafo Relais. Damit können wir zentral die Gleisspannung abschalten. Oder aber auch einen Notaus. Wir haben hier ein Notaussystem, erkläre ich gleich auch noch ein bisschen was zu. Oder aber auch den Notaus betätigen und damit schalten wir sämtliche Gleisspannungen ab. Hier noch ein Hinweis zum Thema Nothalt. Den Nothalt hatte ich gerade schon mal unter der Anlage auch kurz erklärt oder beziehungsweise angedeutet. Wir haben Relais unter der Anlage, die die gesamte Gleisspannung abschalten können. Dafür gibt es einen Knopf, den hier. Da ist jetzt ein Kabel dran. Warum hat der ein Kabel? Kabel hat er deswegen, damit ich mit dem hier auch durch die Anlage durch die Gegend laufen kann. Der Punkt ist da einfach, wir haben zwar auch an jeder Seite der Anlage einen entsprechenden Notausknopf, der also genau das gleiche macht wie hier. Wenn man aber so eine Anlage baut und wenn man eine Anlage auch verändert und wenn man mit so einer Anlage nicht schon direkt in einem erprobten Betrieb ist, dann kann es ja immer mal passieren, man hat etwas verändert, man hat was vergessen, irgendwo was liegen lassen. Das heißt also, wenn ich Lokomotiven das erste Mal fahre oder Züge das erste Mal fahre, dann gehe ich da nebenher und habe den Finger auf dem Knopf. Ich möchte einfach vermeiden, irgendwo zu stehen oder am Rechner zu sitzen und etwas zu tun. Die Lokomotive oder der Zug fährt, der fährt einfach vor sich hin und dann passiert irgendwas und bis ich den Knopf an der Anlage gefunden habe und bis ich reagiert habe, ist alles schon passiert. Das heißt, ich nehme diesen Knopf und laufe damit her und sollte irgendetwas passieren, habt ihr gehört, hat Klack gemacht, Strom weg. Alles ist schwarz, nichts geht mehr, es fährt gar nichts mehr. Nichts auf der Anlage, nicht nur der eine Zug nicht, sondern kein Zug. Das ist das, was ich hiermit mache, sieht man auch jetzt hier, ne? Leuchtet rot. Und wenn wir das jetzt wieder einschalten, mach das mal so, dann sieht man das besser, zack, dann wird der Knopf wieder grün. Heißt also, jetzt ist die Spannung wieder da. Das Ganze haben wir, wie gesagt, auch an den Seiten verteilt, zumindest schon mal auf einer Seite, auf den anderen Seiten sind wir noch im Bau, da fehlt es noch. Aber dafür ist dieses Ding einfach da. So, was wir dann weiter hier auf dieser Seite sehen, und jetzt mache ich ein klein wenig den Zoom,
Dann seht ihr das ein bisschen besser. Da sind nämlich ganz, ganz viele Leitungen dran. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir nicht nur die Anlage segmentieren, sondern auch noch einzelne Gleise in den Schattenbahnhöfen spannungsfrei schalten können. Warum wir das machen, erzähle ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber hier sieht man wunderbar, wir haben hier Schaltplatinen, die wir über den Digipad ansteuern können. Und über diese Schaltplatinen und hier hinten über Rückmelderelais können wir die einzelnen Gleise entsprechend ansteuern und auch Rückmeldungen generieren für den Computer, damit er weiß, wo wir Gleichspannung anliegen haben oder wo wir auch keine Anliegen haben. So, ein Punkt haben wir noch, und zwar das ganze Thema Segmentierung von Gleisen unten im Schattenbahnhof. Das hatte ich unter der Anlage schon mal kurz angedeutet, dass wir einzelne Gleise in den Schattenbahnhöfen über die Relais unten schalten können und somit sicherstellen oder beziehungsweise Einzelgleise spannungsfrei schalten können, beziehungsweise auch Spannung zuschalten können. Der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ist eigentlich der folgende. Sollte es in einem solchen Schattenbahnhof, der ja nun naturgemäß einfach schlecht zugänglich ist, wenn die Anlage mal fertiggestellt ist, sollte es da unten einfach mal zu Problemen kommen, dass ich einen bestimmten Zug nicht mehr weggefahren bekomme, es ist ein Kurzschluss, es ist irgendwas entgleist oder was auch immer, dann habe ich ja das Problem, dass wenn ich so 5 Gleise nebeneinander habe, dass ich ja alle anderen Züge, die da unten drin stehen, auch nicht mehr bewegt bekomme. Ja, ich habe einen Kurzschluss in meiner Anlage und in dem Moment steht alles still. Ich komme nirgendwo mehr dran. Heißt also im Endeffekt, das, was wir jetzt tun, ist, dass wir die Möglichkeit haben, die Bereiche, die einen Kurzschluss gerade haben, entsprechend abzuschalten und damit sicherzustellen, dass die restlichen Gleise immer noch mit Spannung versorgt werden und dementsprechend ich die Züge rausfahren kann. Das heißt, ich muss nicht alles von vorne nach hinten in Einzelteilen da rausfrickeln, dann sind die Waggons miteinander verbunden, dann habe ich eventuell sogar noch eine elektrische Kupplung dazwischen, das kriege ich nicht alles so einfach getrennt da unten drunter. Das heißt, wenn ich das einzeln da rausfriemeln muss, ist die Chance, dass ich was kaputt mache, dass ich damit einen Schaden an meinem Rollmaterial verursache, relativ groß. Deswegen haben wir lieber von vornherein gesagt, weißt du was, zap, zap, wir machen da zusätzliche Kabel hin, das ist etwas mehr Aufwand, das bedeutet auch auf der Technikseite ein bisschen mehr Aufwand, aber letztendlich ermöglicht uns das immer noch einen Eingriff zu haben für den Fall, dass wir dort Probleme haben. Und dementsprechend haben wir das so vorgesehen und die ganzen Sachen sind hier schaltbar. Das zeige ich dann auch nochmal in einem kurzen, wie das alles so funktioniert. All die anderen Sachen, hatte ich ja schon gesagt, die funktionieren dezentral. So, und zu dezentral gehört dann auch, und dann nehme ich euch mal mit hier hin, zack. Hier sieht man zum Beispiel einen Schaltdecoder, mit dem man Lichtsignale oder aber auch Weichenantriebe schalten kann. Den kann ich euch gerne gleich auch noch mal kurz vorstellen, was der so tut und worauf es da bei den Geräten ankommt. Wir haben dann hier, wenn wir ein Stückchen weitergehen, einen reinen Lichtsignaldecoder. Der ist in dem Fall von Litvinski. Der hat also nur die Möglichkeit, Lichtsignale zu schalten, hat dafür aber schon verschiedenste Funktionen integriert, die man bei einem anderen Decoder im Zweifelsfall noch nachprogrammieren muss oder über CV-Werte einstellen muss. Vielleicht dann noch 2 kurze Sätze zu dem ganzen Thema Decoder. Zum Beispiel so etwas hier. Ist jetzt nur ein Beispiel, ein DigiCase. So ein Schaltdecoder, wie wir ihn auch unter der Anlage gegeben haben, gibt es in verschiedensten Ausführungen von verschiedenen Herstellern. Dieser hat jetzt zum Beispiel 16 Ausgänge, mit dem kann ich also 16 Kanäle, 16 einzelne Elemente schalten, Licht, was auch immer. Das, was wir hier sehen, ist, dass der, wie gerade schon gesagt, diese 2 Anschlusspunkte hat oder beziehungsweise 2 Anschlussklemmen hat. Die einen, hier in braun und mit rotem Zippel,
sind für den Digitalstrom. Das heißt, hier gehen die Signale, ja, steht auch dran, Signal. Da gehen die Signale rein. Dafür ist dieser Bereich da. Das heißt, hiermit steuere ich wirklich, was hier mit dem Gerät passieren soll oder beziehungsweise was mit den Ausgängen passieren soll. Und das hier, gelb und braun, das ist der reine Power-Eingang. So, das heißt also, ich brauche beides. Deswegen haben wir beides auch unter der Anlage getrennt, ja, damit wir also nicht Digitalstrom, kann man auch, man kann das auch miteinander verbinden. Aber ich brauche hier auch Leistung und hatte ja gerade gesagt, ne, 2,5 Ampere hat so ein Booster. Und wenn ich das mit hier dann die Leistung hier über die Decoder verbrauche, über die Power-Eingänge, ist das eigentlich zu teuer, weil so ein Booster kostet auch Geld und den Strom muss ich nicht erzeugen, den kann ich auch ganz normal mit einem Trafo erzeugen. Dafür ist das also da. Heißt also, ich habe hier Ausgänge und dieser Decoder hat jetzt noch den Vorteil in Anführungszeichen, es gibt Decoder, die sind getrennt, also kann ich reine Schaltdecoder mitmachen, das ist ein reiner Weichendecoder oder können als reine Weichendecoder verwendet werden oder reiner als Lichtsignaldecoder. Der kann jetzt beides. Das ist eine Konfigurationssache, das kann ich hier programmieren über sogenannte CV-Werte. Kann man das über einen Rechner alles ansteuern und kann das dann entsprechend programmieren und dann ist jeder einzelne Ausgang dann entsprechend programmierbar. Das heißt, ich kann das auch mischen zwischen einem Magnetartikel, heißt also einem Weichenantrieb und einem Lichtsignal. Wie gesagt, ich habe hier 16 Ausgänge und das ist das, was die Dinger unter der Anlage machen. Das heißt, die nutze ich dafür, um wirklich mal meine Weichen anzusteuern. Die nutzen wir dafür, um unsere Lichtsignale entsprechend anzusteuern und das sind die Decoder, die braucht man beim Digitalbetrieb. Das ist so. So, jetzt gehe ich noch mal ein Stückchen weiter hier nach hinten. Und da kommen wir dann, sehen wir hier, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen, ja, wunderbar. Hier sehen wir dann eins der gleisbesetzt Module bzw. Rückmeldemodule und rechts daneben sieht man so eine Diodenleiste. Und was es damit auf sich hat und wofür man das braucht, das würde ich euch auch ganz gerne am Computer erklären. Erstens mal kann ich dann vielleicht auch mal ein Gleis in die Hand nehmen und euch erklären, warum, weshalb, wieso. Und zum anderen ist das hier unten relativ unbequem, die Kamera ruhig zu halten. Aber okay. Wie gesagt, sage ich gleich gerne oben noch etwas zu. So, das Thema Gleisbesetztmelder hatte ich auch gerade unter der Anlage kurz angesprochen. Dort haben wir die Rückmeldedecoder, die einzelnen Signale der einzelnen Gleisabschnitte einsammeln und zurückmelden an die Zentrale und daraus wird dann halt in dem Programm nachher eine Gleisbesetztmeldung generiert, die dann in dem Programm mir zeigt, wo was passiert, beziehungsweise wo etwas steht. Weil es ist natürlich wichtig, dass ich weiß, dass meine Lokomotive, wenn sie im Bahnhof steht, dass ich auch weiß, wo sie im Bahnhof steht, weil wenn sie losfahren soll und vor einem kommenden Signal, vor einem roten Signal anhalten soll, dann wäre das ganz gut, wenn ich weiß, über welche Strecke ist die gefahren und bis zu welchem Punkt muss die kommen, damit ich sie auch gesichert anhalten kann und sie nicht das rote Signal überfährt. Dann macht's keinen Sinn. Und dafür braucht man natürlich entsprechend Gleisrückmeldung. Das ist auch so eine Spezialität, wenn man digital fährt, beziehungsweise wenn man automatisiert fährt. Wenn man analog unterwegs ist und den Trafo dreht, dann hat man das selber im Griff. Dann sagt man, ich will bis hierhin fahren und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise stellt den Trafo auf 0, dann hält die Lokomotive an. Bei der Digitaltechnik ist das natürlich anders. Da möchte ich ja, dass meine Software das entsprechend tut oder ich über einen Befehl, den ich an dem Rechner gebe, entsprechend dafür sorge, dass eine Lokomotive fährt oder anhält. Aber wie gesagt, dafür muss ich wissen, wo sie ist. Und wie man das macht bei einem Dreileitergleis, bei Märklin, ist das ein relativ simples Thema. Und damit man das vielleicht auch einfach mal besser versteht, habe ich hier einfach mal so ein C-Gleis mitgebracht. Ich fahre mit C-Gleis, ist so, kann man jetzt mögen oder nicht. Aber dieses C-Gleis wird immer gesagt, es ist ein Dreileitergleis. Für einen Elektriker schwierig, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Weil letztendlich haben wir hier Folgendes. Wir haben hier in der Mitte diese Pickel, deswegen heißen die Märklin-Fahrer auch häufiger Pickelfahrer. Und ich habe hier jeweils rechts und links die reinen Schienen. So, warum das Dreileitergleis heißt, ist eigentlich, dass in der Mitte die Pickel, das ist die Versorgungsspannung, da liegt die Digitalspannung in Anführungszeichen an oder beziehungsweise die Wechselspannung, damit die Lokomotive fahren kann. Und auf den Schienen selber ist die Masseverbindung. So, und ich kann, da ich jetzt 2 Masseschienen habe, kann man sagen, naja gut, 3 Leiter. Stimmt nicht ganz, aber eigentlich habe ich nur 2 Leiter, weil ich habe eine Wechselstromversorgung in der Mitte und ich habe eine Masse, die rechts und links außen sitzt. Damit ich jetzt hier diese
Gleisrückmeldung machen kann, ist das bei Märklin relativ simpel. Da kann man nämlich Folgendes tun und deswegen habe ich das mal mitgebracht. Man kann hier, gibt es Verbindungsnippel, hier, die kann man auftrennen. Damit trenne ich quasi die rechte von der linken Schiene. Und wenn ich diese getrennt habe, habe ich die Möglichkeit, hier nämlich ein Kabel anzulöten, dieses sogenannte weiße Kabel, die man bei mir unter der Anlage häufig sieht oder bei uns unter der Anlage häufig sieht. Und ich muss einen solchen Isolierschuh aufbringen. So, das heißt also, das, was hier passiert, ist, dass ein Rückmeldedecoder eigentlich guckt, ob er eine Masseverbindung hat und dann schaltet oder wenn er keine Masseverbindung hat, dann eben nicht schaltet. So, der Punkt ist, dass ich ja eine Masseverbindung auf einer Schiene immer noch habe, sonst wird ja meine Lok auch nicht fahren. Und wenn diese Lokomotive aber hier auf diesem Gleis ist, passiert ja Folgendes. Ich habe hier mal so eine Lokomotive mitgebracht, ist eine etwas ältere, für den Fall, dass sie mir mal aus der Hand fällt. Bin manchmal ein bisschen baselig, das wäre zu schade. Also was hier passiert bei den Märklin-Lokomotiven ist das so, dass die Achsen und auch bei den Märklin-Waggons, dass die Achsen untereinander verbunden sind, beziehungsweise die Radsätze untereinander verbunden sind. Das heißt also, ich habe wenn die Lokomotive hier drauf steht, habe ich wieder eine leitende Verbindung zwischen meinen beiden Schienen, heißt eine Masseverbindung, die ich vorher ja aufgetrennt habe. Und dadurch sieht dieser Rückmeldedecoder, oh, da ist was drauf und dann schaltet der. Das ist vereinfacht gesagt. Da gibt es sicherlich viel bessere Erklärungen, als ich das jetzt hier machen kann und viel besser detailliert und viel besser erläutert. Aber grundsätzlich ist das erstmal das Prinzip, warum man so etwas tut. So, und wie gesagt, das Ganze passiert dann nicht nur mit Lokomotiven, sondern auch entsprechend mit Waggons. Und damit kann ich dann ganz genau sehen, wo meine Lokomotive oder beziehungsweise wo mein Zug sich gerade befindet und welche Gleise welche Abschnitte er natürlich auch besetzt hält, damit ich nicht mit dem nächsten Zug da irgendwie, weiß ich nicht, einfach hinten drauf donner. Ja, also dafür sind solche Sachen da und dafür habe ich diese ganzen weißen Leitungen unter der Anlage. So, hier sind wir jetzt wieder unter der Hauptstrecke und wie vielleicht auch gerade schon zu sehen gewesen, sehen wir auch hier einen entsprechenden Schaltdecoder und auch einen Rückmeldedecoder, die hier beide schon angebaut sind und verdrahtet sind. So, noch einmal zu dem Thema Rückmeldung. Ich hatte gerade auch schon unter der Anlage gezeigt, diese Diodenbatterien, die es da gibt. Da ist der Hintergrund, die Gleise können ja verschmutzen. Da kommt Staub drauf, da ist irgendwas. Bei den Außengleisen oder bei den Reihengleisen, nicht bei den Pickeln hier in der Mitte, da kann es auch sein, da kommt Gummiabrieb drauf von den Rädern der Lokomotive, da kommt mal ein bisschen Öl drauf. Das heißt, das verschmutzt und dementsprechend gibt es da Kontaktschwierigkeiten. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, wie gezeigt, dass ich hier mein rechtes und mein linkes Massegleis oder beziehungsweise Masseverbindung aufgetrennt habe, dann habe ich natürlich den Punkt, dass wenn eine solche Lokomotive jetzt hier auf diesem Gleis steht, dass die natürlich auch nur noch die Hälfte der Masse quasi bekommt. So, und dann wissen wir ja auch oder sehen wir ja auch, dass es gibt hier Haftreifen, das heißt also, da habe ich sowieso dann keine Masseverbindung und dementsprechend habe ich hier auch eine sehr punktuelle Verbindung von den Rädern auf das Gleis selber. Das heißt, wenn eine solche Lokomotive auf einem solchen Gleis steht und soll wieder anfahren, dann kann sie unter Umständen bei diesem aufgetrennten Gleis ein Masseproblem haben und fährt nicht. So, um das zu vermeiden, haben sich pfiffige MOBA-Leute hingesetzt und haben das elektrotechnisch und wie auch immer ausgetüftelt. Gibt es also mal googeln, Diodentrick, gibt es ganz, ganz toll erklärt. Da gibt es Dokumente darüber, wie das alles funktioniert und warum das funktioniert. Ich will das hier nur anreißen, damit die es wissen, sich nicht zu Tode langweilen und die es nicht wissen, vielleicht auch nicht überfordert sind. So, der Punkt ist eigentlich der, dass dieser Diodentrick in Anführungszeichen dafür sorgt, dass ich, jetzt lege ich die Lokomotive mal wieder weg, diese weiße Leitung, die ja an meinen Rückmeldedecoder angeschlossen ist, da parallel dazu schalte ich eine Diode, die mit der anderen Seite auf Masse gelegt wird. Das heißt, das, was hier passiert, da ich eine Wechselspannung habe, habe ich hier also jetzt die Möglichkeit, dass ich über diese Diode eine Halbwelle auf der zweiten Seite des Gleises, die sonst eigentlich nicht zur Verfügung steht, zur Verfügung habe, um einen Massekontakt oder die Masse herzustellen. Das Gute an der Sache ist, dass diese Halbwelle den Rückmeldedecoder überhaupt nicht stört. Das heißt, der schaltet trotzdem zuverlässig.
aber dafür sorgt, dass ich anstatt nur noch von 50% Masse jetzt mittlerweile 75% Masse habe. Und da haben sich echt Leute hingesetzt, die haben den ursprünglichen, den reinen Massekontakt hier auf dem anderen Gleis, die haben das abgeklebt mit Klebeband, haben eine Lokomotive draufgestellt und haben damit gezeigt, dass die tatsächlich mit dieser Halbwelle tatsächlich in der Lage sind, so eine Lokomotive wieder anzufahren. Das heißt also, das hilft einem definitiv. Deswegen dieser Aufwand unter der Anlage, die ganzen Dioden entsprechend anzubauen. Das ist nicht gerade ohne. Das nimmt auch viel Platz weg. Das ist auch eine ganze Menge Arbeit, die man da reinsteckt. Aber erfahrungstechnisch ist das wirklich so, es hilft. Und speziell in Bereichen, im Bahnhofsbereich, wo Lokomotiven halt auch einfach mal stehen bleiben oder vor Signalen, macht es definitiv Sinn, diesen Diodentrick entsprechend anzuwenden und diese Dioden einzubauen. Das noch als Hinweis zum Thema Dioden unter der Anlage. So, wie gesagt, hier hinten, das ist der Bereich Richtung Bahnhof, Schattenbahnhof. Da sieht man, hier hängen überall noch unsere Leitungen runter. Alles das, was gelb-blau ist, das sind Magnetantriebe von Weichen. Die müssen noch an Decoder angeschlossen werden. Wir haben auch überall Kabelkanäle hier montiert. Das heißt also, dass wir zumindest die größten oder die gröbsten Verdrahtungsthemen in Kabelkanäle verschwinden lassen. Aber es geht natürlich nicht für alles. Das heißt also, die Flexibilität muss man sich hier unter der Platte halten. Und dann sieht das manchmal ein bisschen chaotisch aus. Aber, wie sagt man so schön, nur ein Genie beherrscht das Chaos. Und wer alles ordentlich hat, der ist zu faul zum Suchen. Naja, gut, okay. Wir werden mal sehen, wie sich das alles im Betrieb auswirkt und ob wir dann immer noch so flotte Sprüche haben. Aber schauen wir mal. Also wie gesagt, hier hinten ist noch ganz, ganz viel zu tun. Hier sind wir noch mitten in der Arbeit. Das ist eine reine Baustelle. Wir werden euch in einem der nächsten Videos, werden wir euch mitnehmen, wenn wir im hinteren Bahnhofsbereich und in der großen Kurve weiter die Gleise verlegen. Das heißt also auch Lötarbeiten vornehmen hier, dass wir die Rückmeldeleitungen alle anschließen und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir unter der Anlage so ziemlich alles angerissen, was man kurz mal erklären kann. Wir haben vieles auch erläutert oder versucht zu erläutern. Wenn ihr dazu wesentlich mehr wissen möchtet, wenn ihr dazu Details haben möchtet, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Dann schauen wir, dass wir da vielleicht Einzelvideos zu machen. Wir wollten das hier nicht überfrachten, um Leute, die vielleicht schon das gewisse Know-how haben, nicht zu langweilen, aber den anderen auch nicht einen solchen tiefen Einstieg zu gewähren, dass man vielleicht überfordert ist. Von daher war das jetzt angerissen. Wenn ihr detailliertere Sachen wissen wollt, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare, dann schauen wir, was wir machen können. Ansonsten freuen wir uns natürlich riesig über ein Like. Ja? Und wenn euch interessiert, was wir hier weiterhin auf dem Kanal alles so machen, bleibt dabei, lasst ein Abo da und dann seid ihr informiert über alles, was zukünftig kommt. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss, eure Thorsten und Linus Modellbahn.